the way a reader enters a book is usually by way of the cover, of course, and the quotation that is being offered at the very beginning of the novel. It's based on the biblical Book of Numbers, and could one say that the biblical Book of Numbers more or less could be called the superstructure for your novel, to use a fancy term. Fancy term. Yes, maybe may I ask you to elaborate on that. First of all, thank you all for coming. You It would have been very strange if no one was here. Thank you for having me, being here. It's an honor. The Book of Numbers, which I guess in German you refer to by the Latin name as am I not close enough, as numeri, right? The fourth book of the Bible, which in Hebrew is Bamidbar. It's such a strange book. I mean, you know, every time I read a review of this book that says it's a strange book, I say, you didn't read the fourth book of the Bible. That's a really strange book. All of the stories that maybe you get as children, or that you sort of absorb from the culture that are biblical stories, come before it. You know, Garden of Eden, Tower of Babel, you know, Joseph, his brothers, Egypt, the flight out of Egypt. All of these stories that are these fundamental stories to Judeo-Christian culture happen in the first three books. And the fourth book of the Bible, everything breaks down. It's a mess. And in effect, the story's over. The Israelites leave Egypt, and they're walking kind of to the promised land. But the idea is that they were slaves in Egypt, and that slaves can't inherit a free land. They can't live freely. So an entire generation, that was the slave generation, is condemned to die out in the wilderness. And they wander the wilderness for 40 years. The fourth book of the Bible is sort of about those 40 years. And if I told you, hey, I'm writing a novel, it's about people wandering in the desert for 40 years. It's great, you know, good luck. It begins with a census, so they can count the number of people that left Egypt. They need to know how many people left. What do you do once you have a census? Once you count the number of people, is you can tax them. The second part is the tax. Then all of these weird cults get set up because they don't believe that the God that led them out is the real God. They begin praying to like a bronze serpent. I mean, it's crazy. It's a truly, truly crazy, crazy book that, if you believe the historians of the Bible, is a compilation of 3 different texts that were overlaid, that were attempting to show how a people went from slavery into freedom. And then the last book of the Bible, the 5th, Deuteronomy or Devarim in Hebrew, is just a summary of the laws. Nothing happens, it's just a summary. So really, the 4th book is where a narrative breaks down. And I wanted to make a book about narrative breaking down, about the generation that was enslaved to the book, coming to the promised land of digital technology. And like all promised lands, it never turns out as good as promised. And I wanted to show what happens over those 40 years. So my 40 years are 1971, which is the invention of the semiconductor, allows microchips to happen, through 2011, really the beginning of leaking culture, and sort of the first inklings of surveillance in the national security state. And all of the characters, or most of the characters in this book, are taken from characters of numeri, a book of numbers. Some of the structures as well, some little jokes here and there. But I feel like for almost everything I do, I like having a superstructure. I'm going to steal your term, superstructure. I like it. It makes me feel very Marxist. But for me, it was trying to
make a new instance of where narrative breaks down. Thank you very much, Joshua. Peter, dürfen wir dich bitten, Beginn zu lesen? Wir dürfen. Verpisst euch doch einfach, wenn ihr dies am Bildschirm lest. Ich rede nur, wenn man mich mit beiden Händen packt. Papier aus Zellstoff, Deckel aus Pappe und Leinen, Farben aus Farbenzeugs oder woraus wird der Einband gemacht? Aus Haaren und Gemüsefasern, mit Leim aus eingekochten Pferdehufen? Das Taschenbuch war schon Kompromiss genug. Und das ist jetzt aus mir geworden. Rücken aus Papier, Extremitäten aus Papier, das Hirn aus zerknülltem Billigpapier. Letzte Zuflucht der Verleger vor ihrer Kapitulation vor dem Touchscreen. Dieser üble, dünne, vierfach entfärbte Scheiß, 100%ig säurefreier Recyclingmüll. Ich schreibe natürlich Memoiren, halb biografisch, halb autobiografisch offenbar. Ich schreibe die Memoiren eines Mannes, der ich nicht bin. Es beginnt an einem Badeort, in einer Suite. Hierhin habe ich mich verkrochen, die Verdunkelungsvorhänge zugezogen, mich lautem Medienlärm ausgesetzt, damit ich mich nicht mit dem Land vor der Tür auseinandersetzen muss. Wenn ich die Schlafmaske und die Ohrenstöpsel aus dem Flugzeug behalten hätte, würde ich all dies nicht einmal beschreiben müssen. Es gibt nichts Schlimmeres als beschreiben, Hotelzimmerprosa. Nein, Figurenbau ist noch schlimmer. Nein, Dialog ist am allerschlimmsten. Hier soll die Mitteilung genügen, dass in diesem Zimmer jedes Kissen so groß ist wie das Bett, das ich früher in New York mitgenutzt habe. Und ein Hotel ist es ja auch nicht wirklich. Es ist eher ein Friedhof für Menschen, die tot und auf Urlaub zugleich sind und sich noch täglich auf der Arbeit melden. Was meine Fähigkeit angeht, ich habe mir den Laptop auf ein Kissen auf meinen Schoß gestellt, damit die drahtlosen Hotspot-Wellenpartikel mir nicht ans Genital gehen und mir die Spermien braten und mit Hilfe der Technologie meines Arbeitgebers nach mir selbst gesucht und nach Ava, meiner Frau, meiner Ex, meiner zukünftigen Ex-Frau. Immer auf den nächsten Check warten, sich einloggen, ausloggen, ein Leben mit Fernzugriff als Kapitalhopper, Grenzübertreter, Zeitzonenhüpfer, dabei immer mit dieser äquatorlangen Kette blinkender, piepsender Nachrichten am Hals, damit nicht abbreche, was der große Vorsitzende das Gespräch nennt. Das macht einsam, uns beide. In den Zweigstellen auf der ganzen Welt den Grüß-August machen oder einfach nur in überteuerten Museen mit Gästezimmern absteigen. Claridge's, Hotel de Crillon. Besprechung mit UK-Mitarbeitern, Thema UK-Only-Option von der Homepage nehmen. Besprechung mit französischen Mitarbeitern, Thema der .fr-Launch von Autot. Den CEOs von Yelp und Ilnix als Angel Investor erscheinen, sich ein Parcours exergeben und eine Wett-App für Fantasy Rugby pitchen lassen, aber den Catch nicht machen. Das war sein Mikromanagement, Mikro-Mini-Management, Nicht-Delegierung, Degradierung, freiwillig. Aufgaben an sich reißen, Insourcing, Dirty Tasking, alles auf einmal, nach dem Wörterbuch des jetzt gültigen Text-Esperanto. Das war der große Vorsitzende im Bosonenschleudergang, bloß um alles zusammenzuhalten. Zumindest bis wir mit Europa durch waren, konnten wir en suite bleiben, konnte er sitzen bleiben und sich von mir interviewen lassen, bei mir vorsprechen zwischen zwei Nickerchen. Du nennst das Wesen, das du beschreibst, den großen Vorsitzenden, und das meine ist im Wesentlichen das Internet, das Netz. So hat er sich positioniert, so ist er auf den Punkt gekommen. Der Mann, der das Teil miterschaffen hat, eher noch der Mann, der uns alle miterschaffen und dabei das Papier, dem ich mein Leben geweiht habe, geschreddert hat wie nichts. Dabei darf man keine Sekunde lang davon ausgehen, dass er es, wie paradox, grotesk findet, jetzt auf einmal, da wir gemeinsam die Schwelle zur 40 überschreiten. Er hat seinen Geburtstag gerade hinter sich, mir steht der meine unmittelbar bevor, den Drang zu verspüren, sein Leben in Worte zu fassen und diese Worte zu Papier zu bringen. Für das Paradoxe, das Groteske, hat er keine Zeit. Zeit hat er nur für sich selbst.
Diesen September ist es 10 Jahre her, dass 10 arabische Muslime 2 Flugzeuge entführten und sie in die Twin Towers meines Lebens und meines Buches flogen. Mein Buch wurde zerstört. Mein Leben hat sich davon nie wieder erholt. Und so kam das Ende vor dem Anfang. 2 Düsenflieger, befeuert von völlig Fremden, von Terroristen, 2 davon aus den Emiraten, bombardierten meine Karriere, bombardierten mich persönlich. Und nun will ich alle Verschwörungstheorien widerlegen. George W. Bush hat die Türme nicht durch kontrollierte Sprengungen zerstören lassen. Die Luftfahrtbehörde hat ihre Satelliten nicht abgeschaltet, damit die Flugzeuge ungehindert in den New Yorker Luftraum eindringen konnten. Die israelische Regierung hat keine Erkenntnisse über die bevorstehenden Ereignisse verschwiegen, um einen Vorwand für den nächsten Golfkrieg zu haben. Und was die Theorie angeht, bei dem Angriff seien keine Juden ums Leben oder zu Schaden gekommen, was bin da ich? Was soll das Ganze? Jener Tag war meine letzte Seite, mein letztes Wort. Auslassungszeichen, Auslassungszeichen, Punkt. Ich schließe den Buchdeckel über alles Geschriebene aus meiner Hand, alles Ungeschriebene, alle Investitionen mit all dem Geld, das mein Vater mir vererbt und meine Mutter mir geliehen hatte, für Reisen, Computerausrüstung, Reparaturen, Übersetzungshilfe und Recherchematerial. Mama hat mir nie erlaubt, die Darlehen zurückzuzahlen. Monatelang hatte ich mich abgeklagt. Jahrelang hatte ich mich gequält, in Wörterbüchern nach neuen Verben gesucht, war auf und ab getigert, konnte weder schlafen noch wachen, malte mir Szenarien für den besten, den schlimmsten oder den Normalfall aus. Die Arbeit an dem Buch war wie eine Schwangerschaft gewesen oder wie ein Aufmarsch für den Einmarsch in Polen. Um schreiben zu können, hatte ich einen Teilzeitjob in einem Buchladen angenommen. Hatte ich mir von meinem Teilzeitjob im Buchladen freigenommen, hatte ich sparsam in Ridgewood gelebt und meine Freunde geschnitten, hatte ich mich von meinen Freunden schneiden lassen, hatte ich mir die Mittagszeit im Battery Park vertrieben und allein auf einem Findling gesessen, vor mir eine wunderschöne, blasse, schwarzhaarige junge Mutter, die mit einem Fetischstiefel einen Buggy in Bewegung hielt und dabei ein Buch las, von dem ich mir einbildete, es wäre meines. Und ich hatte gehofft, ihr Baby würde ewig schlafen oder wenigstens bis ich fertig war mit dem Teil, den die Mutter las. Ich war schon ewig dabei, damit fertig zu werden. Ich war gerade fertig geworden und hatte es abgegeben. Ich gab es meinem Agenten, Aaron, der es las und toll fand, und meinem Lektor gab, Finity, der es las und zwar nicht toll fand, es aber wenigstens annahm und einen buchseitengroßen Scheck ausstellte, auf Ron, der seine Prozente abzog, bevor er den Rest an mich weiterreichte, bevor er, Finity, den Erscheinungstermin auf die Feiertage ist gleich Weihnachten festlegte, was im Verlagswesen heißt, auf die Zeit vor den Feiertagen ist gleich Weihnachten, auf dass es im Herbst ganz vorn liege, in all den unabhängigen Buchläden, die da gerade von Ketten geschluckt wurden, die bald von unser aller Lieblings-Online-Händler geschluckt werden würden. Das Buch, mein Buch, sollte in einem Strumpf landen, der so nah am Kaminfeuer hing, dass es verbrennen würde, bevor jemand Gelegenheit hätte, es zu lesen. Und so kam es im Großen und Ganzen dann auch. Dann lektorierte Finity, es war noch nicht das Buch, erst ein Manuskript, nahm es in seinen Würgegriff und gab es mir zurück. Seine Änderungen galt es nun anzufechten, zu diskutieren. Ich war entsetzt, ich widersetzte mich, entlektorierte den Text auf eine Weise, die endlich meine Absichten widerspiegelte. Dann, als alles vollkommen vervollkommnet und ganz neu fertig war, meine Prosa und meine geistige Gesundheit gerettet, reichte ich das Manuskript an Finity zurück, der es an die Herstellung schickte, an Rod, der es in Druckfahnen verwandelte und selbige Finity schickte, der sie ausdruckte und mir schickte, worauf sich sie entfehlerte. Hier ein Wort subtrahierte, dort ein Kapitel hinzufügte, bevor ich es wieder Finity schickte, der sie einen Korrektor schickte, Henry, der Korrektor las, Henry, sie dann der Herstellung schickte, Rod, der die Änderungen übertrug und die Fahnen beim Drucken, Binden und mit dem Umschlag versehen ließ, mit Foto, zum Kornspeicher umgewandelte Synagoge bei Chell 1939, anonym, Copyright United States Holocaust Museum. Text für Klappe und Umschlagrückseite, von mir selber verfasst, von der Bio ganz zu schweigen, auch von mir selbst verfasst,
und dem Autorenfoto für die hintere Klappe, Copyright Raoul Lindsay, für das ich unter einem düsteren Bogen der Manhattan Bridge posiert hatte, die Hände schwermütig in den Taschen vergraben. All das wurde 4 Monate vor dem Erscheinungstermin an die Kritiker verschickt, von Kimi, meiner PR-Frau, inklusive der bei Elie Wiesel und Dr. Ruth Westheimer bestellten Jubeltexte, wobei 4 Monate allgemein als ausreichend galten, damit die Kritiker es lesen oder nicht lesen und ihr Gallenbitter in Prosa fassen konnten, sodass die Fahnen, also ungebunden, im Frühjahr in die Post gingen und meine mir etwa Mitte Mai geliefert wurden. Ich stolperte über das Paket, das ein Kurier in einem Anfall von Faulheit oder Weltvertrauen in meinem Hauseingang deponiert hatte. Nachdem ich darauf bestanden hatte, noch einmal mit spitzen Fingern durch den Text zu gehen, weil ich noch mehr Gedankenstriche entfernen wollte, auch wenn ich erst Mitte August ein fertiges Exemplar in Händen hielt, als Ron 2 Krankenschwestern nach Ridgewood entsandte, die ihre Uniformen abstreiften, um aneinander Wiederbelebungsversuche vorzunehmen und mir einen Lapdance samt Herzmassage und dann mein buchgedeckeltes Werk zu verabreichen. Immer im September liegt in der Stadt eine nervöse Frische in der Luft. Das Prickeln der neuen Saison. Neue Filme kommen in die Kinos. Und nach dem Donnergetöse des Sommers landen, überraschenderweise, doch ernsthafte schwarze und weiße Schauspieler miteinander im Bett. Rahmenhandlung, untergehendes Apartheid-Regime. Während aufregende neue Dirigenten mit wilden Mähnen und großen goldüberkronten Zähnen ein neues Repertoire zur Premiere bringen und die Debüts aufregender neuer Solisten obskurer Nationalitäten präsentieren. Ein aschkenasisch-bangladeschischer Pianist begleitet eine indonesische Violinistin mit feuerroten Haaren in Fiddler on the Roof. Neue Galerien zeigen in neuen Ausstellungen klobige Mixed-Media-Installationen. Climate Change Up, Standsabfall von Wahlzetteln bringt eine Wolke zum Abregnen. Neue Choreografien bringen neue Themen zum Tanzen. La Danse d'étrange, Oper de Dérivative. In neuen Stücken am Broadway und Off-Broadway spielen Fernsehschauspielerinnen, die sich Bühnenlorbeeren verdienen und ihrer Karriere neuen Schwung geben wollen, Figuren, die an AIDS sterben oder an Legasthenie. Im September erscheinen auch die neuen Bücher, werden in neuen Lounges und neuen Event-Locations Buchpremieren gefeiert. Und so versammelte mein Verleger, meine Freunde, meine Freund-Feinde, sämtliche Autoren in jener Art von demnächst hippen Viertel, das hochzujubeln, sie von Zeitungen und Zeitschriften stets unterbezahlt wurden. Die Presse trudelte ein, alle meine zukünftigen Standesgenossen und Kollegen, die Zeitungsleute, die Tageszeitungen, eine halbe Stunde Verspätung galt als schick. Für die Zeitschriften, die Wochen-, die Monatsblätter, 1 Stunde. Aarons Scherz, je länger der Vorlauf, desto später tauchen sie auf. Verschämt nahm ich Komplimente entgegen in meinem neuen Anzug, zu dem es neue Schuhe gebraucht hatte, zu denen es Socken gebraucht hatte, Gürtel, Hemd, Krawatte, nur die Unterwäsche war schon mein eigen gewesen. Mein Buch wurde Migrantenstory genannt, eine typisch amerikanische Geschichte, Erbe des verlorenen Landes, Vermächtnis des genetisch vererbten Leides, Volk des Buches, nach Jahrtausenden der Schriftkunde, Auslegung, Kommentierung, das Buch für das Volk des Buches, ganz hinten im Bücherregal der Jahrhunderte. Danke so lange. Thank you very much. Joshua, what a nightmare for an author. Did you encounter similar experiences when you published the first books with small presses, or even with we're not taping it. Did you have similar experiences with Random House? Re-editing it? No, but I mean, no, I didn't have similar experiences with Random House because I wouldn't have let them take those liberties. But, you know, look, the beginning of the book, it's very difficult to just present. I mean, we're going to read a couple sections, I think, throughout. And I always feel very strange when we lead with the beginning of it because the guy is such an asshole.
you know, and it's tough to kind of recover from his complaint, let's say. It comes from knowing two, but one very famous, you know, American writer who had a book come out a few days, I think like September 8th or September 7th or something, of 2001. And the book came out, and it was in the New York Times. This is, you know, one of the great books of our time. This is the best book you've ever read, buy 20 copies, blah, blah, blah. And then 3 days later, no one cared. Because the lower part of the city didn't have electricity, people were walking around in darkness, in dust, and people were dead. And everyone was drinking, because that's what you can do. And you would sort of walk down there, and there was a kind of a place where you couldn't walk anymore. There was a police cordon, still all this dust in the air. And people were walking around saying, "You see my husband, and you see my wife," so on. And this writer, who had worked on this book for 10 years, was saying, "Should I walk around with a sign saying, 'Have you seen my book?'" You can laugh. You should laugh. But it was the way in which he took this personally, and the way in which he was ashamed of taking it personally, and the way in which he knew that he couldn't complain to anyone, but he couldn't help but complain, that said, this is actually truly human, right? Like there's something so tangled in this. And it was the idea of history overtaking the novelist. And I said, this is where we begin. Because I always knew that I was going to write a book about technology threatening to overtake the novel. But that's a slow process. And it's a generational process. And it's a process of a certain education and imprinting. And I knew I wanted to begin with the microcosm of it, of a single moment in which the novel gets thrown to the side. And yeah, so it was a certain decision to open that way.